Herzlich willkommen zum Podcast Brustgesundheit, der Podcast von Affidea Brustcare. Mein Name ist Constanze Elfgen, ich bin leitende Ärztin und Brustchirurgin am Brustzentrum Zürich. Das Thema heute ist Brustkrebs und Psychoonkologie und ich bin sehr stolz und froh, als meinen Gast Dr. Bruno Pfannmatter da zu haben. Er ist leitender Arzt in dem Zentrum für Psychoonkologie der Krebsliga Zürich und hat sehr viel Erfahrung mit Frauen und generell auch mit Patientinnen und Patienten in Ausnahmesituationen, vor allem nach und mit einer Krebsdiagnose. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bruno, wenn Patientinnen zu dir kommen und haben frisch die Diagnose erhalten, dass sie eine Krebserkrankung haben, in welchem Zustand erlebst du die Frauen? Was bedrückt die am meisten, wenn sie zu dir kommen? Also ich erlebe das Erstgespräch eigentlich immer als sehr sensibel, als emotional sehr intensiv. Es ist wie das Innehalten. Sie haben endlich einen Ort, wo sie ihre Themen, die sie beschäftigen, können ansprechen. Also ist es ein Gemisch von Emotionen. Also in erster Linie ist es ja ein Schock oder eine Art eine grosse Angst oder die Suche nach einem Halt. Und in der Situation probiere ich die Leute halt abzuholen. Ich probiere Verständnis zu entwickeln für ihn und unser Fallverständnis. Wie kann ich jetzt die Person in dem Moment unterstützen? Und das sind ganz unterschiedliche Themen. Also vor allem verschiedenste Emotionen sind ja da im Vorfeld. Am Anfang ist eben eine grosse Verunsicherung da. Wie geht das weiter? Dann eure Angst vor einer Therapie. Was bringt das? Angst vor Schmerzen, vor der Zukunft. Kann man mir helfen? Andere sind wütig. Ja, vielleicht wieso ich. Und weitere Emotionen sind Schuldgefühl. Wie betrifft das die Familie? Jetzt bin ich krank, jetzt kann ich nicht mehr für die Kind umfassend verfügbar sein. Was hat das für Auswirkungen auf die Beziehung zu meinem Ehemann? Und das sind so eine ganz riesige Palette. Ich glaube, ein breites Spektrum an Emotionen, die da mal am Anfang zur Sprache kommen. Das tönt so, das tönt wirklich nach einem riesigen Feld. Und kommt das alles schon in der ersten Stunde, dass jemand wirklich schon all diese Themen anspricht? Oder ist es eher häufiger, dass die Frau vor dir sitzt und sagt, ich bin wie in einem Schock, ich weiß wie nicht mehr weiter? Also so eine Hilflosigkeit. Oder kann man das so nicht sagen? Ist das ganz unterschiedlich? Also es ist sicher unterschiedlich. Mir geht es im Anfang einfach darum, dass ich empathisch bin, dass ich die Person abhole, wo sie jetzt im Moment steht, und vor allem auch vielleicht zu erkennen, wie kann ich die Person unterstützen, auch längerfristig. Weil es ist ja, glaube ich, ganz wichtig, wenn jetzt das Bedürfnis von ihr nicht dem entspricht, was ich vielleicht bieten kann, dann glaube ich, hätten wir nicht Erfolg im therapeutischen Arbeiten. Ich sage den Leuten immer, ich würde gerne ihnen die Hand auflegen und dann sind die Leute geheilt und das Problem ist gelöst. So funktioniert es halt nicht. Und wenn das die Erwartung wäre, könnte ich der halt nicht entsprechen. Und was hilft den Frauen am meisten in dieser frühen Phase? Also die haben die Diagnose, wie du sagst, sie sind in einem Schockzustand. Was hilft ihnen da in dieser Situation erfahrungsgemäß? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass sie ihre Emotionen zum Ausdruck bringen können. Dass da jemand da ist, der nicht zuhören tut, der die Emotionen auch wahrnimmt. Ich glaube, das ist eines der ersten grossen Schritte. Sie möchten sich verstanden fühlen. Sie möchten sich es soll ein sicherer Ort sein, wo sie sich ihre Themen ansprechen.
Hast du da manchmal das Gefühl, dass diese Themen jetzt bei der behandelnden Ärztin, also die den Körper, die Physis behandelt oder Arzt, dass da zu wenig Raum ist? Ist das was du erlebst? Also man kann schon sagen, dass glaube ich, es Themen gibt, wo ja, so sagen wir, mit der behandelnden Ärztin, bei einem anderen Arzt halt keine Räume hat. Die sind halt sehr auf Fakten und es geht wirklich um die Behandlung von der Erkrankung. Und bei mir hat es einfach eine andere Seitenplatz, wo sonst einfach zu kurz kommen. Also für mich klingt das so, als wäre das wirklich ein sehr hilfreicher Ansatz, dass die Frauen zu dir kommen. Hast du denn das Gefühl, die Hemmschwelle ist höher, das in Anspruch zu nehmen? Oder hast du das Gefühl, für Frauen ist es heutzutage ganz selbstverständlich zu sagen, ich bin in der Diagnose, ich habe das Gefühl, ich brauche auch andere Unterstützung, das eher in Anspruch zu nehmen? Also ich würde sagen, das ist heute fast ein Teil von der Behandlung, dass man das Angebot auch ansprechen tut. Also das hat auch mit den Zuweisern zu tun. Viele Hausärzte, aber vor allem Onkologen, weisen die Leute ja zuerst zur Psychoonkologie. Es gibt auch Patientinnen, die auf Eigeninitiative sich zum Beispiel bei uns, bei der Krebsliga, melden und Hilfe, nach psychoonkologischer Hilfe bitten tun. Und da gibt es aber auch im Verlauf von der Therapie, also wenn Sie irgendwo eine Ansprechperson, eine Bezugsperson haben im Behandlungsteam, sei das eine Pflegefachfrau, sei das vielleicht auch, wenn Sie vielleicht sogar die Sozialberatung irgendwo in Anspruch nehmen, wo auf das Programm hinweisen. Also das ist glaube ich, heute sehr etabliert. Und also ich finde, es ist nicht irgendwie so mit Tabus oder im Gegenteil, die Leute sind eher offen. Ja. Aber es gibt Einzelkämpfer, die finden, ich möchte das nicht, ich bräuchte das nicht. Es gibt immer wieder auch Leute, die im Verlauf die Hilfe in Anspruch nehmen, vielleicht nicht gerade am Anfang. Es gibt Leute, die kommen ganz früh bei der Diagnosestellung, andere kommen im Verlauf, also während der Therapie, nach Operation, vielleicht während der Chemotherapie, während der Radiotherapie, finden sie, ja, der Schuh drückt. Es gibt Sachen, die ich nicht verstehe, die ich nicht einordnen kann. Das könnte auch mit beruflicher Situation zu tun haben, dass jemand vielleicht nicht weiter weiss, wie geht das weiter beruflich. Oftmals ist natürlich auch die Beziehung, die unter dem leiden tut, also die Beziehung zum Mann. Fragen kommen da auf zum Thema Sexualität, zum Thema Intimität. Vielleicht, wenn Kinder herum sind, wie gehe ich mit dem Thema um? Wie weit informiere ich? Was kann ich ansprechen mit den Kindern? Und vor allem, was kann ich machen, um vielleicht, ich merke, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, was kann ich machen, um das zu verbessern? Was kann ich machen? Ich habe Schlafprobleme, ich Appetitlosigkeit, ich leide unter den Nebenwirkungen. Wie kann ich mit denen besser umgehen? Also die Palette ist so riesig. Ja. Das hat alles Platz. Ich sage immer, es hat alles Platz, wir können alles ansprechen. Es ist nicht nur so, dass ich gerade über Krebserkrankung reden und alles andere wäre es Minenfeld. Im Gegenteil, es hat alles Platz. Und die Erkrankung hat ja auch eine Auswirkung auf fast alle Lebensbereiche oder zumindest eine potenzielle Auswirkung. Nicht nur die Erkrankung selber, sondern auch die Therapien, die die Patientinnen durchlaufen. Und jetzt, wo du Partner und familiäres Umfeld angesprochen hast, beziehst du oder lädst du die Partner mit ein in die Sitzung oder ist das nicht üblich? Gibt es dafür einen anderen Raum? Also eine von den wichtigsten Fragen, finde ich, die ich immer stelle im Verlauf des Erstgesprächs ist, wie geht es Ihrem Mann? Wie geht es Ihrer Partnerin? Oder wie geht es der Familie? Und ich sage auch immer,
die sind willkommen, jederzeit. Sie können selber bestimmen, wenn das für sie stimmt oder wenn das wichtig wäre, dass der Partner auch mal in einer Sitzung mitkommt. Ohne Problem möglich. Und sehr niederschwellig. Das heisst, ohne Anmeldung. Wenn sie dann beide da sind beim nächsten Termin, ist das für mich kein Problem. Also ich finde, vom Systemischen her ist das sehr wichtig. Ja. Dass man die Leute immer nachfragen tut, wie geht es dem Partner. Weil ich glaube, so eine Erkrankung, so eine Krankheit, so eine Erkrankung kann man nur gemeinsam gut durchläufen. Und ist dir das schon mal begegnet, dass du das Gefühl hattest, dass eher der Partner oder eben Partnerin mehr Unterstützung braucht als die betroffene Person selber? Das habe ich auch schon erlebt. Weil es gibt doch Partner, die überfordert sind, die mit der Situation einfach nicht umgehen können. Und die sind dann froh. Also das hätte vielleicht die Patientin mir, ich wäre sehr froh, wenn der Mann euch vorbeikommen, wenn ihr mit ihm reden. Und wenn wir sehen, dass das Bedürfnis da ist oder der Bedarf, die wir vielleicht sogar auch mitbehandeln. Meistens schauen wir dann, dass er vielleicht zu einer anderen Therapeutin oder zu einem anderen Therapeut kommt, sodass eine gewisse Trennung da ist mit den Themen. Aber das ist alles möglich. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass das dann auch für eine Erleichterung bei der betroffenen Patientin oder Patient auch sorgt? Oder wenn ich mir das vorstelle, meine Hauptsorge wäre betreffend meines Partners oder Partnerin und ich habe wie das Gefühl, der mir nahe, also der Person, die mir so nahe steht, wird geholfen, dann erleichtert mich das als Betroffene ja auch, oder? So stelle ich mir das vor. Mhm. Ja, das ist auf alle Fälle, das ist der Fall, ja. Weil der Partner, sie spricht vielleicht zum Beispiel das Thema an, mein Partner, er macht zwar sehr viel, er hat viele Aufgaben daheim übernommen, auch mit der Kindererziehung. Es ist zu einer Veränderung gekommen von meiner Rolle als Mutter. Ich kann ihm das bieten, was ich vorher gemacht habe. Und er macht das super. Aber er zeigt zum Beispiel keine emotionale Unterstützung. Ich hatte auch das Verlangen, dass er mich vielleicht mal in den Arm nimmt und mich auch so unterstützen. Und das passiert nicht. Er funktioniert und dann kann man vielleicht mal ein gemeinsames Gespräch führen. Vielleicht auch, ich bin auch bereit, zum Beispiel die Person auch mal vielleicht zusammen, in den ersten 10 Minuten ist die Partnerin dabei. Und der Rest ist dann vielleicht die 40 Minuten, die bleiben, sind dann für den Partner oder für den Ehemann reserviert. Und er kann dann seine Themen ansprechen. Und dann kann man eben vielleicht schauen, vielleicht auch mal wieder ein gemeinsames Gespräch zu führen. Also, ich finde, das ist oft wird das sehr geschätzt. Und das bringt euch etwas der Beziehung. Und ist das ein typisches Thema jetzt bei Betroffenen mit speziell Brustkrebs? Also greift das eher in dieses Partnerschaftsthema oder auch die Selbstwahrnehmung als Frau ein, wie zum Beispiel eine andere Krebserkrankung? Mhm. Kann man das so sagen oder erlebst du da nicht so Unterschiede? Also ich glaube, eine onkologische Behandlung bei Brustkrebs führt natürlich zu Veränderungen. Zum Beispiel an der Brust. Es bleiben Narben zurück. Und das löst natürlich bei der betroffenen Person neue Zweifel uns oder Ängste bezüglich Intimität, Nähe zum Partner, Sexualität. Bin ich weiterhin begehrt oder bin ich weniger attraktiv? Und das ist daher wichtig, dass man da vielleicht eine Verbindung, eine Kommunikation schaffen kann. Also das ist sehr verbreitet bei dem Thema, aber umgekehrt muss ich ja auch Männer betreuen, zum Beispiel Männer, die betroffen sind bezüglich Prostatakarzinom, die behandelt werden, wo halt dann ganz ähnliche Themen können entstehen, wo er vielleicht auch Zweifel hat, ja, ich habe momentan vielleicht nicht mehr die Fähigkeit,
sexuell aktiv zu sein, das zu bieten, was ich vorher bieten konnte, was für uns als Paar ist wichtig war. Und ja, daher ist dann wird das auch sehr geschätzt. Aber was ich merke, Frauen sind offener. Frauen reden eher über das Thema als jetzt ein Mann. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man selber noch nie mit einem Psychologen, mit einem Psychiater, Psychotherapeutin gesprochen hat? Und das sind so lebenswichtige Themen, also die Partnerschaft, der Beruf, wo sehe ich mich selber, das Selbstbild. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man geht zu dir in eine Gesprächssituation und bringt das an, bin ich weiter begehrenswert, kann ich mich weiter als Frau fühlen, dann ist ja deine Antwort nicht einfach, ja, und das ist es so, sondern du hilfst den Betroffenen, selber eine Antwort zu finden. Wie machst du das? Ja, also es ist sicher ganz wichtig, das ist ja ein Aufbau, das ist ja nicht wie im Erstgespräch und dann, ja, das kommt dann schon wieder und so. So funktioniert das natürlich nicht. Aber es geht sicher zuerst einmal, vielleicht Emotionen, die sie in dem Zusammenhang haben, dass wir die mal abholen tun. Und dann, oftmals ist ja das veränderte Bild, das man vom eigenen Körper hat, ein wichtiges Thema und dass wir das nachher zusammen erarbeiten tun. Also man vielleicht ganz einen neuen Zugang finden tun im Verlauf zum Körper, dass wir das, es geht ja darum, dass wir das akzeptieren können, dass man vielleicht anders ist, es gibt Veränderungen, aber man ist trotzdem noch Frau, man ist trotzdem noch Mütter, man kann trotzdem, ist liebesfähig und ja, es ist sicher ein Prozess, wo nicht in einer Stunde ist jetzt einfach abgeschlossen. Und vielleicht ist das mal ein Thema in einer Sitzung und in einer anderen Sitzung wird es ein anderes Thema sein. Aber es hat auf alle Fälle Platz. Und ja, was vielleicht auch ganz wichtig ist, ich bin ein Mann und ich sorge mich natürlich immer wieder, ja, bin ich denn die richtige Ansprechperson für die betroffene Person, für die betroffene Frau? Und es kommt doch euch vor, und ich frage das, passt das, ich als Mann mit ihnen über die Themen zu reden? Und ich sage immer im Erstgespräch, bitte, ja, überdenkt unser Erstgespräch nochmal, unsere therapeutische Beziehung, ja, so der erste Eindruck, schlafen Sie nicht mal drüber. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie können mit mir nicht arbeiten, dann werden wir versuchen, eine Alternative zu finden, also eine weibliche Kollegin. Erfreulicherweise, ja, das zeigt wieder, wie die Frauen sehr offen sind und dass sie das oftmals, für die Menschen ist das kein Problem. Aber es gibt so Einzelne, vielleicht auch mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die es vorziehen, mit einer Frau zu reden, dann, als bei mir. Und ja, weil die therapeutische Beziehung ist wichtig. Das ist statistisch gesehen, glaube ich, redet man von über 30% der Wirkfaktor von einer therapeutischen Beziehung. Und ja, daher ist mir sehr wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. Eine therapeutische Beziehung kann wachsen, das ist so. Das vielleicht am ersten Mal, wenn man noch nicht so sicher ist. Aber grundsätzlich, es funktioniert. Und wie lange dauert eine therapeutische Beziehung jetzt erfahrungsgemäß bei Frauen mit einer Diagnose, mit der Erkrankung und diesem Erkrankungsprozess? Also begleitest du die ein Jahr, ein halbes Jahr, kann man das so sagen? Gibt es eine übliche Anzahl? Also was wäre so? Also es gibt das stimmt, so ganz grob kann man das nicht sagen. Es kommt aber darauf an, natürlich auch auf die Erkrankung selber. Wenn das jetzt eine kurative Situation ist, wo man ja, durch die Operation, durch Chemotherapie, durch Bestrahlung, vielleicht durch die Hormontherapie eine gewisse Stabilität kann erreichen und euch, sagen wir mal,
eben die Absicht, dass man auf Heilung hinarbeiten tut, dann sind das initial vielleicht ein paar Stunden, also es können 5 Stunden sein. Und was ich den Leuten immer sage, ich bin da. Wenn es mich braucht und wenn ihr, dann bin ich da. Und wenn ihr mal vielleicht eine Phase habt, wo ihr eben die Hilfe nicht möchtet in Anspruch nehmen, dann ist das okay. Und wenn sie dann nach 3 Monaten wiederkommen und ich kann auch in dem Moment wieder unterstützen, das passt. Ich denke dann nicht, Frau Meier, jetzt hat sie das Feuer im Dach, jetzt muss ich da wieder Feuerwehrmann spielen. So denke ich nicht. Wir sind da, wenn man uns braucht. Und ich möchte auch keine Abhängigkeiten schaffen, sondern ich möchte die Leute ja auch so unterstützen, dass sie längerfristig wieder im Leben stehen und das Leben meistern tun. Jetzt aber gibt es natürlich auch die Situationen, wo vielleicht jemand ein Rezidiv hat. Also die Krankheit kommt zurück. Oder jemand kommt und sagt, es hat Metastasen gegeben. Und dann ist es vielleicht wieder ein weiterer Schritt in der therapeutischen Beziehung, wo die Leute froh sind, dass sie nun mal kommen können, dass sie die neuen Themen angehen können, dass ich sie weiter begleiten kann. Und dann kommen natürlich wieder einige Stunden dazu. Also es gibt Leute, ich arbeite seit bald 5 Jahren bei der Krebsliga. Und es gibt Leute, die ich seit 5 Jahren betreue. Aber eben mit unterschiedlichen Abständen und durch alle Phasen. Und ich habe leider auch schon Patienten verloren, wo man leider nicht helfen konnte, wo in einer Palliativsituation waren. Aber sehr wertvoll auch als Therapeut, dass man da die Leute so weit begleiten kann. Und dann irgendwann es kommt leider auch vor, dass ich nie mehr etwas kehre. Das ist für mich gar nicht immer so einfach, nicht zu wissen. Aber es kommt auch zwischendurch mal vor, dass ich ein Kärtchen bekomme, dass die Angehörigen vielleicht schreiben und Danke sagen. Aber Gott sei Dank ist die Arbeit nicht nur mit diesen schweren Fällen verbunden, sondern es gibt viel Hoffnung und ich glaube, da ist der Schwerpunkt für unsere Arbeit. Ja, was mir im Alltag auch noch begegnet als eher somatische Ärztin, wenn ich Patienten punktuell vor allem betreue und dann häufig ein Abstand entsteht, wenn die Frauen in die Nachsorge gehen. Das erlebe ich häufig noch als Punkt, wo die Frauen sagen, jetzt habe ich meine Operation abgeschlossen, jetzt habe ich meine Bestrahlung abgeschlossen und jetzt bin ich allein. Und bis ich sie wieder in der Nachsorge sehe, in 6 Monaten, das ist so eine lange Zeit. Und das ist interessanterweise auch nicht selten ein Punkt, wo die Frauen wie Unterstützung brauchen, habe ich das Gefühl. Während der Behandlung ist ganz häufig noch, da wird etwas gemacht, sie haben ein Programm und dann entsteht wie so eine Lücke. Geht dir das auch so? Also begegnest du dem auch? Das ist so, ja, wo mir Leute sagen, ja, ich habe jetzt quasi meine Ausbildung abgeschlossen, oder ich habe jetzt das Diplom entgegengenommen, ich gelte jetzt als geheilt und jetzt, oder die nächste Verlaufskontrolle ist erst wieder in einem Jahr. Und das ist für viele ganz schwierig, dann in der Situation umzugehen. Also eben auch so das auszuhalten von einer Verlaufskontrolle, also die Nachkontrolle bis zur nächsten 12 Monate. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die wir auch leisten müssen. Wie geht man vielleicht mit der Ungewissheit um? Vielleicht auch zu wissen, es gibt keine Garantie im Leben. Aber wir können auch lernen, vielleicht mit ganz unterschiedlichen Techniken, die wir auch einsetzen, auch mit Achtsamkeit, mit Entspannung. Wie können wir irgendwie mit der Ungewissheit umgehen? Das ist ganz sicher eine wichtige Aufgabe, wo immer wieder auf uns zukommt. Und es gibt ja auch
Unterstützung, wo zum Beispiel bei der Krebsliga, wo man zum Beispiel Kursangebote, wo die Leute aufsuchen können, wo ihnen euch hilft, eben mit diesen Themen umzugehen. Ja. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, es kommen nicht alle Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung zu euch, zur Krebsliga, zu einem Psychoonkologen, Psychoonkologin. Woran würde man selbst als Betroffener oder als Angehöriger von jemand, der an der Krebserkrankung betroffen ist, erkennen, dass das für die Person jetzt wirklich gut wäre, hilfreich wäre, dass man die Person unterstützen kann, oder als Betroffener selbst sagt, ja, ich wende mich jetzt an die Krebsliga. Was sind so Warnzeichen, oder dass man denkt, das wäre jetzt wirklich gut, da Unterstützung zu holen? Also ich glaube, ein grosses Gebiet ist sicher wieder, hat mit der Emotionalität zu tun, mit den Emotionen. Also Leute, die weiterhin unter grosse Angst leiden, oh, die Krankheit kommt zurück. Oder überreagieren, Zeichen vom Körper. Ist jetzt das ein Zeichen, dass ich zum Arzt gehen sollte? Oder kann ich das irgendwie jetzt aushalten? Leute, die vielleicht ständig auch auf den Notfall sich vorstellen oder Therapiegespräche bitten. Das sind sicher so Zeichen. Dann Leute, die depressiv werden, Leute, die merken, ja, die kognitive Fähigkeit, die mal bestanden hat, ist einfach anders. Also sind Konzentrationsprobleme, wo vielleicht einen leeren Kopf haben, wo Gedächtnisprobleme haben. Andere, die ständig irgendwo sehr impulsiv werden, auch gegenüber zum Beispiel jetzt zum Ehemann, wo ja liebevoll ist, wo Unterstützung gibt, oder die Frauen, wo dann vielleicht Kind nicht mehr vertragen, also sogenannte sehr dünnhütig werden, so das Emotionale, wo im Vordergrund steht, aber auch Leute, wo einfach Kraft und Energie fehlt, vielleicht keine Lust haben, Sachen zu unternehmen, sich sozial zurückziehen. Das sind ja so Punkte, aber jetzt das Kognitive, das Emotionale, das Somatische, wo vielleicht könnte eine Indikation sein, ein Hinweis, dass die Person unter einem Fatigue-Syndrom, das chronische Müdigkeitssyndrom leidet tut, wo sicher wichtig wäre, dass man da Hilfe in Anspruch nimmt. Dann vielleicht auch Leute, Frauen, die vielleicht wirklich Mühe haben, ihre Narben, ihr verändertes Körperbild zu akzeptieren, wo vielleicht finden, ich bin nicht mehr weiblich, ich bin nicht mehr begehrenswert, wo vielleicht leidet tut, dass man eben keine Nähe mehr spürt in der Beziehung, keine Sexualität, keine Intimität, wo überfordert sind mit der Rolle, wo sie noch probieren einzunehmen, vielleicht in der Familie. Ich sehe, das sind so vielseitige Hinweise. Oder, was natürlich auch oft ist, es gibt ja auch relativ junge Menschen, junge Frauen, die betroffen sind, die vielleicht noch im Berufsalltag stehen. Wie geht es weiter mit Arbeitsintegration, Wiedereingliederung? Auch dort wir umfassende Hilfe bieten, sei das auch mit Beurteilung von der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit, dann im Zusammenhang mit Anmeldung bei der IV, Sozialversicherungen, Krankentaggeld. Da tun wir sie auch vernetzen mit unserer Sozialberatung. Einfach, das sind alles Themen. Und ein grosses, wichtiges Thema ist, ja, wenn ich eben vielleicht unter dem chronischen Müdigkeitssyndrom leide, was kann ich machen? Und dass man da wichtige Hinweise gibt, eben, dass es ein Onkorea-Programm gibt, dass es die ambulant gibt, dass es die stationär gibt. Aber körperliche Aktivität, eigentlich die best dokumentierte Massnahme im Zusammenhang mit dem Fatigue-Syndrom.
einfach alles so, die Hinweise, das wäre alles so, wo sich die Leute bei uns melden tun. Entweder selber oder via Hausarzt oder eben vom sozialen Umfeld. Also ein breites Spektrum eigentlich an Dingen, die belastend sein können. Und wenn jetzt eine Betroffene oder Angehörige zuhört, jetzt bei unserem Podcast, die haben, wenn ich das richtig verstehe, niederschwellig die Möglichkeit, sich direkt an die Krebsliga zu wenden, an ihren Hausarzt, an die behandelnden Ärzte und zu sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche Unterstützung, können Sie mich überweisen, oder eben die Krebsliga selber kann dann helfen. Genau. Also es gibt ja das, was viele Leute kennen. Früher, die Krebsliga Schweiz hat ja früher so eine Art Krebstelefon gehabt. Jetzt heisst das Krebsinfo. Da kann man anrufen, da kann man E-Mails schreiben, da kann man über Webchats im Austausch sein, da kann man über WhatsApp mit denen kommunizieren. Und da kann man ganz niederschwellig mal vielleicht seine Anliegen, seine Sorge vielleicht auch äußern, vielleicht auch als Angehörige. Meine Freude, ich tue sie unterstützen, wo ich kann. Aber ich werde zwischendurch von meiner Frau harsch angegangen. Sie ist sehr dünnhäutig, impulsiv. Was kann ich machen? Und dann geben die Tipps oder die würden euch Ratschläge geben, wie man melden Sie sich beim Psychoonkologen, bei der Psychoonkologin, bei der Krebsliga. Das wären so ganz konkrete Hilfestellungen. Ja. Wie ist das mit der Wartezeit? Müssen Patientinnen warten, wenn sie einen Termin brauchen bei dir? Wird da geschaut, wer hat es am dringendsten nötig, oder wie sieht es in der Realität aus? Aber wie ich schon, glaube mal irgendwann während diesem mittlerweile Gespräch schon mal erwähnt habe, aber die Anmeldungen kommen ja oftmals über die Ärzte, aber auch Leute können sich selber auch melden, direkt, Selbstanmeldung. Oder es gibt zwischendurch auch wo Sozialberatung oder Sozialdienst irgendwo von einem Spital oder von einer Klinik sich melden oder sogar Pflegefachleute. Wir haben im Moment, ich glaube, das geht alle genau gleich, gerade in der Psychiatrie, in der psychologischen Versorgung, wir haben momentan auch ein bisschen längere Wartefristen. Also unser Ziel war eigentlich immer, die Leute innerhalb irgendwie vielleicht von 2 Wochen, höchstens 3 Wochen können aufzubieten. Und ich muss sagen, im Moment ist das für uns relativ schwierig. Wir leiden auch so ein bisschen unter so Fachkräftemangel. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch ein Team, das lebt. Wir haben 2 Kolleginnen, die Mütter sind geworden, die im Mütterschaftsurlaub sind. Das hat ja auch seinen Platz. Und gerade jemanden zum Ersatz zu finden, das ist auch nicht so einfach. Wir haben zwar jemanden gefunden, die ist top, aber und ich selber, obwohl ich 100% arbeite, wir probieren wirklich, die Leute so schnell wie möglich zu sehen. Aber es ist momentan wirklich ich glaube, es ist ein bisschen frustrierend für die Patienten. Was man vielleicht auch sich sagen kann, in der Akutphase, wäre es halt sicher wichtig, dass wir verfügbar sind. Auf der anderen Seite gibt es dann doch, dass vielleicht mal der Hausarzt einspringt oder vielleicht auch die Onkologin ein zusätzliches Gespräch führt, wo dann so ein bisschen zu einer Beruhigung führen und dann so quasi die Woche überbrücken können. Aber ich weiss, es ist nicht so ideal. Ist das Thema, ja. Das ist ein grosses Thema. Ja. Ja, lieber Bruno, dann danke ich dir, dass du heute mein Gast warst. Vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wenn Sie weitere Informationen brauchen zum Brustzentrum, zur Krebsliga, zu meinem Gast, dann sehen Sie alles in den Shownotes und auch weitere Hinweise zu dem Thema. Vielen herzlichen Dank.